Jo Leute, was geht? Mein Name ist Duke und ja Freunde, heute kommen wir mal zu einem neuen Video, denn heute geht es um Mafia 1, dem Remake und dementsprechend auch darum, was wir bisher wissen und was wir vielleicht noch nicht wissen. Auf jeden Fall ist es so, Mafia 1, das Remake wird am 28. August releasen. Ich werde auf jeden Fall sehr gehypt sein. Weniger antörend finde ich, dass das Ganze von dem Entwicklerteam Hunger 13 entwickelt wird, da diese natürlich auch für den Untergang der Trilogie mitverantwortlich sind. Jetzt können sie sich hier noch natürlich wieder beweisen, ob es natürlich ein Remake wird, was Spaß macht, was gut ist und sich auch dementsprechend auch an das Gameplay halten wird des allerersten Teils. Oder ob das Ganze eher gesagt ein Flop wird und auch genauso unrealistisch mit weniger Details wie bei Mafia 3. Aber unabhängig davon müssen wir dem Ganzen auch erstmal eine Chance geben. Noch haben wir noch nicht viel gesehen. Es wird heute um 0 Uhr ein Trailer releasen, der offizielle Trailer zu dem Spiel. Man wird wahrscheinlich einige Impressionen des Spiels sehen, auch Sachen, die man natürlich schon aus dem ersten Teil kennt. Das Spiel selber wird natürlich auch erweitert, das heißt, man hat die Missionen, die man bereits sowieso schon kennt, auf neu und frisch und einige zusätzliche Nebenmissionen, die einen natürlich den Tag versüßen können, wenn man sich durch die Kampagne von dem Mafia 1 Remake dementsprechend auch durchschlägt. Und wichtig ist auf jeden Fall, es geht heute in dem Video, was wir wissen und was wir nicht wissen. Ein ganz großer Funfact ist natürlich, dass wieder die Melee-Weapons reinkommen. In Mafia 2 wurde ja angekündigt, dass auf jeden Fall der Nahkampf sehr im Vordergrund steht, was dann leider nicht der Fall war. Im dritten Teil war der Nahkampf so gut wie gar nicht vorhanden. Das war in meinen Augen auch eher mehr sowas wie eine Interaktion, da sich das ganze Game natürlich auch mehr auf Stealth spezialisiert hat. Aber unabhängig davon, geht es mir persönlich darum, dass eventuell auch hier was Gutes gemacht wird und auch vom Gameplay richtig geil, weil Mafia 1 hatte den womöglich besten Nahkampf überhaupt, was so ein Genre und natürlich auch vom Gameplay auch geboten werden konnte, weil das Gameplay war nicht statisch in dem Sinne, man hatte mehr Möglichkeiten, sich auch dementsprechend zu bewegen. Was ziemlich traurig ist, ist, dass Joe Pesci nicht mehr mit dabei ist. Weder vom Aussehen ähneln, sage ich mal, nur leichte Züge vielleicht den alten Charakteren, aber ansonsten haben wir hier zum Beispiel einen Screenshot, der natürlich sehr beweist, dass das Remake, sage ich mal, mehr auf eine neue Art von Stil setzt und sich nicht mehr anlehnt an die alten Schauspieler, die es ja auch wirklich gab, da auch dementsprechend die Sprecher schon entweder tot sind, aber auch gar nicht mehr so zur Verfügung stehen. Joe Pesci lebt ja noch, aber ich glaube auch nicht mehr, dass man seine Stimme noch so nehmen könnte, da seine junge Stimme sich wahrscheinlich auch sehr unterscheidet von seiner jetzigen Stimme, weil ihr müsst bedenken, so damals 80er, 90er, da liegen ja Jahrzehnte zurück. Und ich denke, dass es da wahrscheinlich schwierig ist, ihm quasi nochmal die Ehre zu gebühren. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie ihn auch komplett rausstreichen werden. Also vom Aussehen zumindest auf jeden Fall. Was ich schade finde, da das Spiel dementsprechend auch an diverse Schauspieler angelehnt war und auch diese Schauspieler auch in der deutschen Synchro gesprochen worden sind. Jetzt ist es natürlich so, wir sehen natürlich, wie Paulie neben jemanden sitzt. Es gibt einige Leute, die vermuten, dass es eventuell die Hauptcharaktere ist, Tommy Angelo. Die kann es aber nicht sein, da diese etwas bärtiger ist. Wir haben hier einige Screenshots, die das Gegenteil beweisen. Und auch vom Aussehen sieht Tommy Angelo in der Remake-Version auch mehr wie ein kleiner Bubi aus. Ich sag mal so, im ersten Mafia hat er ja auch so mehr so dieses etwas ahnungslose Gesicht. Hier wirkt er vom Gesicht, von seinen Zügen etwas verschlagener. Ich würde sagen natürlicher und realistischer, aber auf jeden Fall auch eher passend, anstatt das Gesicht, was man dort sieht. Ich kann mir natürlich vorstellen,
dass viele Leute sagen werden, nein, das kann sich ja nur um Tommy Angelo halten auf dem Foto, da er ja auch sehr oft in den Missionen immer neben Paulie saß und auch gegenüber dementsprechend auch immer der Sam saß. Nun, wie es dann letzten Endes sein wird, werden wir sowieso wissen. Ich vermute, dass es vielleicht nicht der Hauptprotagonist ist, also beziehungsweise es ist nicht Tommy Angelo, weil die Screens mir persönlich was anderes verraten oder beziehungsweise was anderes sagen. Es kann aber auch sein, dass sich das Spiel nochmal komplett in eine andere Richtung bewegt und es sich tatsächlich um Tommy Angelo handelt, da wir natürlich auch von Hunger 13 gewohnt sind, dass zum Beispiel Vito Scaletta Trailer ganz anders aussah, als letzten Endes in der Fassung, wo man ihn tatsächlich spielen konnte. Ich war ehrlich gesagt als Spieler etwas enttäuscht und muss dazu natürlich auch sagen, dass ich da dementsprechend auch ja ein bisschen abgeneigt war dem Spiel gegenüber, da zu viele negative Änderungen dieses Spiel hatte. An sich hatte das Spiel auch seinen Charme, auch von den Cutscenes. Es kam halt das typische Mafia-Feeling rüber, aber Mafia 3 bzw. das Ende der Trilogie hat so ziemlich den Vogel abgeschossen unter allen Kennern, die natürlich auch Wert auf Details legen. Und da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt, Freunde, Details. Man sieht definitiv sehr viele Sachen. Das Spiel bietet verschiedene Anhaltspunkte. Zum Beispiel gibt es ein Bild, wo Tommy Angelo drauf ist mit dem Black Cats Outfit. Die Black Cats gab es tatsächlich auch in Mafia 1. Das war so ein Laden, den konnte man natürlich nicht begehen, das war nur eine Textur, aber das war quasi eine Gruppierung aus Afroamerikanern und diese wurden halt, sage ich mal, auch dann dementsprechend bespielt, beziehungsweise man hat hier und da auch farbige Menschen gesehen vor dem Black Cats Laden. Es wird auf jeden Fall auch Motocross-Räder geben, beziehungsweise Motorräder. Das wird nochmal neues Gameplay quasi liefern. Das heißt, wir werden sehen, wie sich das Ganze dann auch verhält. Die Stadt generell ist ja auch sehr belebt. Aus dem ersten Teil kennen wir halt, dass es über Straßenbahnsystem verfügt. Man ist sehr mobil, auch zu Fuß. Das schafft auch nochmal Atmosphäre. Deswegen ist dieses Setting in Lost Heaven eigentlich auch ein sehr, sehr gutes. Wir wissen auf jeden Fall, wer Mr. Sayeri ist. Übrigens ja, man unschwer erkennen kann, die Haarfarbe, das Outfit an sich schon alleine, man weiß, es ist Mr. Sayeri. Ralph erkennt man auch direkt, total unverändert. Also es ist ganz klar, wer ist. Hier sieht man natürlich auch nochmal den Helden, nochmal ganz anders also der nochmal ganz anders aussieht und auch wirkt neben Paulie. Deswegen muss ich hier nochmal an dieser Stelle sagen, sage ich persönlich, ist das für mich eine Sache, wo ich sage, da ist definitiv eventuell auch ganz rechts Sam zu sehen, was dann dementsprechend natürlich auch mehr Sinn ergeben würde, weil Sam war ja auch vom Gesicht ein bisschen dicker. Vielleicht ja, machen sie ihn hier auch ein Stück weit korpulenter, die Backen von ihm wirken sehr aufgeblasen und wenn ich das richtig erkennen kann, hat er, glaube ich, auch eine Zigarette im Mund, typisch für typisch für Sam, da Sam ja auch immer geraucht hat, während man sich irgendwelche Sachen zeigen lassen hat von Ralph, wenn man gerade irgendwie was hatte und dann auch immer seine Zigarette ausdrückte, bevor es in den Wagen reinging. Ansonsten erkennen wir hier auch unschwer Mr. Morello. Hier sehen wir zwei Leute, die auf jeden Fall auch vorhaben, ihn umzubringen. Das heißt, vielleicht wird das Ganze auch da missionstechnisch ein bisschen erweitert, dass es da vielleicht einen öffentlichen Anschlag gibt, der natürlich fehlschlägt, weil wir alle wissen ja, oder alle Mafia 1-Kenner wissen ja, wie das mit Morello endet. Deswegen hier auf jeden Fall mal interessant, einige Impressionen zu sehen. Und natürlich auch ja, im Detail die Morellos Bar und ich würde sagen, das Environment drumherum auf jeden Fall sehr im Detail getroffen. Wie das Ganze dann aussehen wird, weiß man noch nicht, ob das Ganze dann auch wirklich so realistisch rüberkommt und auch so gut, wie wir es so in Erinnerung hatten und auch dementsprechend dann auch umgesetzt wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Das sind auf jeden Fall erstmal die ganzen Sachen, die wir wissen. Heute um 0 Uhr, glaube ich, wird es einen offiziellen Trailer geben. Schaltet auf jeden Fall ein, Leute. Es wird heiß, es wird spannend, es wird ein krasser Sommer und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit dem Video. Vielleicht wird es demnächst noch mehr Mafia 3 Videos geben, Mafia 1.
Definitive Edition Videos geben, da mich das Spiel sehr catcht. Ich hoffe natürlich auf Multiplayer, wie wir alle. Ich denke mal, den bekommen wir natürlich nicht. Von daher bleibt die Hoffnung wahrscheinlich eh vergebens, also braucht man gar nicht drüber nachdenken. Ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Haut da rein und bis zum nächsten Video oder Stream. Euer Duke.